Achtung, Spoiler-Alarm! In diesem Video könnte es Gefahr laufen, etwas emotional zu werden, denn ich möchte in diesem Video über die Community sprechen, über die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe, und einen Ausblick auf den kommenden Live-Sale gibt es zum Schluss. Also Leute, schnallt euch fest, holt die Taschentücher raus, los geht's! Ja Leute, ich sag's ja, das eine ums andere Mal, und ich bin nicht müde, das immer wieder und wieder zu wiederholen. Die Community, die Toy-Community, die Interaktion hier auf meinem Kanal, das ist einfach der Wahnsinn mit euch. Ich möchte mich nochmal vielmals bei euch dafür bedanken, und ich habe wieder tolle Post bekommen, die ich von euch bekommen habe. Ja, und das möchte ich natürlich dem ganzen Kanalmitgliedern hier vorstellen und zeigen, wie toll das alles mit euch zusammen funktioniert. Ich bin einfach wieder geplättet. Ich möchte vielleicht anfangen. Erst einmal etwas hat auch mit der Community zu tun, und zwar meine Toyplosion-Karten oder unsere Toyplosion-Karten sind gekommen. Also ich bin nächstes Jahr wieder mit am Start. Kein Tisch, sondern ich bin wieder ganz normal Besucher, und natürlich das Kombi-Ticket gekauft. Zweimal 2 Karten für das komplette Wochenende. Das heißt, wir sind am Start, was die Toyplosion angeht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der auf meinem Kanal noch nichts von der Toyplosion, von der von dem riesigen Retro-Vintage-Toy-Flohmarkt gehört hat. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, und jeder, der da war, kann es bezeugen, dass das, glaube ich, deutschlandweit einmalig war. Umso mehr freut es mich, dass die Toyplosion nächstes Jahr 2024 auf 2 Tage ausgeweitet wird. 2 Tage Toys, Community und so weiter. Und wer noch keine Karten hat, der sollte sich beeilen. Ja, die Karten gehen rasant weg, wie ich gehört habe. Also schnell zuschlagen und nächstes Jahr live dabei sein. Ja Leute, und weiter geht's mit Community. Der Christian hat mir geschrieben, und zwar hatte ich ja in einem meiner letzten Videos das Ghostbusters Brettspiel von MB präsentiert und habe gesagt, dass mir da ein wichtiges Teil fehlt, was nicht dabei war. Das Spiel ist zu 99% komplett gewesen, aber es hat was Wichtiges gefehlt. Und habe ja den Aufruf gestartet, wenn jemand dieses Teil haben sollte, dann möge er mich doch anschreiben, dass wir uns einig werden und so weiter. Und ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen vom lieben Christian. Christian, wenn du das hier siehst, viele Grüße an dich und vielen Dank jetzt schon mal. Ja, und er hat mir was geschickt, hat gesagt, hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich habe das, was du suchst. Und wir sind uns dann relativ schnell einig geworden, dass er nur das Porto dafür haben möchte, und hat dann gesagt, ich gebe es mal zur Post ab und dann sage ich dir, was das Ganze kostet, und dann hätte ich ihm das Porto per PayPal geschickt, und irgendwann kam dann ein kleines Päckchen bei mir an, also wirklich ein kleines Päckchen, und da war das Teil drin, und er hat noch einen schönen Brief reingelegt und gesagt, dass das Porto auf ihn geht, dass er mir eine Freude machen wollte. Und Christian, vielen lieben Dank. Und er hat mir zugeschickt, ich hoffe, das sieht man jetzt hier, den Totenkopf, der mir gefehlt hat beim Ghostbusters Spiel, der in dem Sarkophag oben drin liegt. Und ich finde das total toll. Er wollte nichts dafür haben. Ja, ich habe jetzt den Totenkopf von dem Ghostbusters Spiel, wo ich gedacht habe, den gibt doch keiner her, oder wieso, den verkauft doch keiner, ja, das Ding ist so selten, und wahrscheinlich ist es bei der Hälfte der Spiele, fehlt es wahrscheinlich. Nee, der Christian, wie gesagt, hat es mir zugeschickt. Vielen lieben Dank. Ja, der Totenkopf ist jetzt da, jetzt fehlt noch der Sarkophag, wo der drin liegt. Wäre es so klasse, wenn ich ihn auch noch finden oder von einem von euch vielleicht einen Tipp bekommen könnte, wo es den gibt. Oder einer hat den vielleicht auch, fände ich total klasse. Und dann ist das Spiel wirklich 100% komplett. Also ich finde es Wahnsinn. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja Leute, und so geht das eigentlich mit der Community weiter. Ja, ich hatte mein 2000 Abonnenten Gewinnspiel vor kurzem gemacht und hatte dann ja live die Gewinner gezogen in einem Livestream. Und als Special Guest war Stefan von Zodax Zeittresor dabei. Auch hier nochmal an dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen Dank nochmal, dass du da spontan die Party gecrashed hast im positiven Sinne. Also hat mir richtig Spaß gemacht.
Und er hatte ja gesagt, er hat noch was für mich, für alle die den Livestream verfolgt haben. Ansonsten, er ist auch natürlich nochmal als Aufzeichnung vorhanden. Hat er gesagt, dadurch, dass ich der Community was zurückgebe und so schöne Sachen verlose, wollte er auch mir was schenken zum 2000 Abonnenten, ja, zum Erreichen der 2000 Abonnenten nenne ich es mal. Und er hat mir in die Kamera gehalten und das ist jetzt auch angekommen, ein Sandmännchen-Kartenspiel von dem einzig wahren Sandmännchen, dem Westsandmännchen. Ja, ich finde es total toll und er hat es mir ja, wie gesagt, in dem Stream schon in der Kamera gezeigt, aber live ist es noch was ganz anderes. Das Titelbild ist hier quasi aufgeklebt auf der Hülle, also die Verpackung ist auch noch original und die Karten sind mit drin, die Spielanleitung ist mit drin, auch das hat er ja schon gezeigt gehabt, die Rückseite der Kärtchen mit dem tollen Sandmännchen, ich finde es total klasse und die Bilder, wie gesagt, das ist einfach Nostalgie pur für mich, das hatte er, wie gesagt, mir zugeschickt und mir geschenkt, ja, zu den 2000 Abonnenten. Ich finde es total klasse und das war noch nicht alles, denn wie gesagt, der den Livestream gesehen hat, der wusste auch, dass der Stefan sich was ganz Tolles einfallen lassen hat. Der hat ein Gewinnspiel veranstaltet für mich, ja, ein Ratespiel quasi, wer bin ich? Und ja, nach kurzer Zeit habe ich es erraten, wer ich bin, und zwar ich war Captain Power und er sagte dann ja, er stellt mich jetzt vor die Wahl, entweder kann ich mir diese Box aussuchen, die er in die Kamera gezeigt hat, wo ich nicht wusste, was drin war, oder ich bekomme das Geld, was zusammengekommen ist in dem Ratespiel. Ich musste bei jeder falschen Antwort, hat er 50 Cent in das Ratespiel, in das ja, Schwein reingeschmissen, ja, und das hätte ich dann am Ende rausbekommen. Aber ich habe mich natürlich für die Box, für die Blindbox entschieden. Und was war drin? Auch das hat er mir zukommen lassen. Der Captain Power. Ja, eine Captain Power Mock-Figur, Vintage-Figur, wunderschön. Den hat er mir, wie gesagt, zukommen lassen dann, weil ich ihn bei ihm gewonnen habe. Ich habe ja schon die Pilot Chase, ich glaube, die heißt sie, glaube ich, die Frau, die in der Captain Power Reihe mitgemacht hat. Und das Schöne hier dran ist, das wusste ich auch nicht, das ist sogar eine deutsche Karte hier. Ja, die erste Figur, die ich habe, die ist auf einer rein US- oder englischsprachigen Karte. Und hier haben wir die deutsche Karte mit Captain Power and the Soldiers of Future, heißt ja Soldiers of Future, Soldaten der Zukunft. Und in Deutsch haben sie das ganz toll übersetzt und die Helden der Zukunft, also Heroes of the Future. Eigentlich, ja, also da durfte man in Deutschland wahrscheinlich wieder nicht das Wort Soldaten nennen, sondern man musste es schöner umschreiben, dann hat man es in Deutsch halt aber die Helden genannt. Wunderschön, das heißt, ich habe jetzt zwei Kartenvarianten, den habe ich bekommen. Ja, auch die Rückseite sieht ein bisschen anders aus wie auf der UK-Karte, nenne ich es mal. Und ja, das wollte er mir, oder das hat er mir zugeschickt und dann haben wir noch einen Deal gemacht. Er hatte mich vor einiger Zeit schon mal gefragt, ob ich Interesse daran hätte, weil das ja auch so ein bisschen mein Sammelgebiet ist. Und das erste Mal hatte ich abgelehnt, weil ich ja mit der Figur selbst natürlich was anfangen kann, die ich jetzt gleich zeige, aber mit der Serie, um die es ging, die diese Figur behandelt hat, nicht. Und zwar Rambo. Sylvester Stallone ist, sobald man Sylvester Stallone hört, bei mir zumindest ist es so, muss ich haben. Aber es gab in den 80er Jahren im US-Fernsehen, ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen auch gelaufen ist, es gab Videokassetten auf Deutsch, in deutscher Sprache, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob es im Fernsehen gelaufen ist, eine Rambo-Zeichentrickserie. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, in den USA gab es ja früher alles. Ja, die Filme kommen bei uns raus, die Filme sind FSK 18, das heißt, dürfen nicht an Minderjährige gezeigt werden. Teilweise sind die Dinger indiziert worden. Was haben die Amis gemacht? Die haben dafür einfach Spielzeug rausgebracht, damit die Kinder nicht nur die Filme gucken konnten, sondern auch mit den Actionfiguren dazu spielen. Das hätte es in Deutschland nie gegeben. Und ich habe ihn dann gefragt, hier, die Figur, die du mir angeboten hast, hast du die noch da zufällig? Und er sagte ja. Und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt, sehr fair. Und ich habe jetzt in meiner Sammlung die erste Figur aus der Rambo Cartoon-Serie noch auf Karte, also Mock Mint on Card. Ja, und zwar ist das Rambo und die Serie hieß The Force of Freedom.
Da war Rembo mehr oder weniger, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, weil ich habe die Serie immer noch nicht gesehen, Anführer von einer, ja, von den Guten, nenne ich es mal. Und die haben dann gekämpft gegen Savage, Capture the Savage Army, heißt es hier unten drauf. Also Savage waren dann die Gegenspieler. Und auf der Rückseite sieht man es gab einmal Rembo mit seinem Team und es gab dann die Gegenspieler mit seinem Team. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, ich wollte diese Figur dann haben. Die Karte ist nicht im allerbesten Zustand. Ja, die hat Knickspuren hier an den beiden Seiten, aber der Blister sitzt wunderschön auf der Karte. Der Blister ist nicht vergilbt und wenn man es genau sieht, wenn man hinguckt, Rembos Kopf ist ein bisschen bleicher geworden im Gegensatz zu den Oberarmen etc. Ja, das ist ja oft so bei den Figuren, dass die Köpfe aus einem weicheren Material gemacht sind und die mit den Jahren, ich glaube die Figur ist wirklich von 85, von 1986 ist die Figur, mit den Jahren halt einfach so, ich weiß nicht, ob es der Weichmacher ist, der raustritt, auf jeden Fall werden die Farben dann so schal, ja, ich hoffe, dass der sein Endstadium erreicht hat, dass er sich nicht weiter verschlimmert. Auf jeden Fall ist er jetzt in der Sammlung. Firma ist Coleco. Ja, hier ist auch keine deutsche Schrift drauf. Das heißt, wie gesagt, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es den nicht in Deutschland gab. Wenn dann natürlich über einen Import oder so, aber im deutschen Einzelhandel glaube ich es nicht. Und das habe ich dann vom Stefan bekommen. Wie gesagt, einmal Rembo Mock, einmal Captain Power Mock und das tolle Sandmännchen-Quartett. Ich finde es Wahnsinn. Wie gesagt, ohne die Community wäre ich da überhaupt nicht dran gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Durch diese Freundschaften, die man mit der Zeit schließt oder geschlossen hat, da ist ein reger Austausch immer. Das macht so viel Spaß. Also Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, mein Freund. Ja, und es geht nahtlos weiter. Ich hatte in einem der letzten Videos meine Flohmarktfunde präsentiert, unter anderem hier die Regina, jetzt wirklich so ein bisschen, Regina, und den Poppel hatte ich auch gezeigt in dem Video. Wenn ich es finde, dann blende ich es hier nochmal ein. Und ja, auf dieses Video hin hat mich wieder ein Viewer oder ein Zuschauer meines Kanals angeschrieben, und zwar der Charles Lee Ray. Charles Lee Ray, Grüße an dich. Und er hat gesagt, guck mal, ich habe hier was. Ist das interessant für dich? Ich habe dein Video mit Regina Regenbogen gesehen und ich hätte hier noch ein paar Sachen. Und er hat mir dann Fotos geschickt. Und was soll ich sagen? Ich war sofort Feuer und Flamme, kann man sagen. Und wir sind uns auch da super, super schnell einig geworden, was den Preis angeht. Und es war ein ganz, ganz fairer Deal. Also Charles, nochmal vielen, vielen Dank. Und er hat mir, ich zeige die Sachen, er hat mir reingelegt in das Paket einmal Regina Regenbogen, eine Europa-Hörspielkassette, und zwar Folge 12 und der traurige Clown. Ja, dann hat er mir reingelegt Folge 2 und das Pferd Sternschnuppe. Ja, also 2 Regina Regenbogen Kassetten habe ich bisher noch gar keine gehabt, sprich sind meine ersten 2 und die möchte ich natürlich mit der Regina jetzt auch so nach und nach vervollständigen. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Dann richtig schön, richtig schön, ein Mattel-Werbeheft. Die meisten kennen es ja von den Masters of the Universe Werbeheften, die im Geschäft, die im Spielzeughandel oder im in der Spielwarenabteilung ausgelegen haben. Und das Ganze gab es auch von Regina Regenbogen, beziehungsweise da war der englische Titel drauf, Rainbow Pride. Nichtsdestotrotz das bunte Heft aus dem Regenbogenland. Das Heft ist auf Deutsch, aber mit dem englischen Regina Regenbogen Schriftzug Rainbow Pride. Ist von ist Ausgabe 1 1986 und es ist ein wunderschönes Heft, wo die Puppen alle drin sind, wo es eine Geschichte erzählt wird, also genau so wie die Masters of the Universe Werbehefte. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Werden dann Neuheiten vorgestellt, halt hier mit dem kleinen New-Symbol. Ja, das heißt, neue Figuren werden hier präsentiert in dem Werbemagazin. Wie gesagt, das hat er mir beigelegt und es ist auch noch ein kleiner Regina Regenbogen Comic mit drin. Also wunderschön, habe ich für Regina Regenbogen noch nie gesehen, wobei ich habe mich muss ich ganz ehrlich sagen, bis vor dem Fund des Main-Charakters, der Regina,
gar nicht mit Regina Regenbogen so befasst. Das kam jetzt alles erst. Deswegen habe ich ein bisschen was aufzuholen. Er hat mir dann eine Puppe mit reingelegt. Da sieht man halt hier, das hier ist die große. Ja, das ist die erwachsene Regina und das ist die kleine. Oh Gott, ja, den Namen habe ich nicht so drauf. Jetzt glaube ich Kleeblatt mit Nachnamen, meine ich. Aber auch sehr schön. Was hier fehlt, man sieht es vielleicht, sie hat hier die Unterhose an, ja, die Unterbuchs. Ihr fehlt das Kleidchen. Das heißt hier wiederum der Aufruf an die Community, wenn wir schon dabei sind, wenn einer zufällig das Kleidchen hier separat hat oder vielleicht auch ein anderes Kleid, damit die nicht ganz so nackt hier rumsitzt, ja, dann schreibt mich gerne an. Auch da werden wir uns mit Sicherheit einig. Ja, also diese Puppe habe ich bekommen, sehr, sehr schön. Dann habe ich jemanden bekommen, den ich schon mal in der Sammlung hatte. Stimmt, genau, ich hatte schon mal Regina Regenbogen Figuren, eine. Die habe ich dann aber abgegeben, weil ich einen anderen Kanal, das war die Ariane vom Retro Tag Team, glücklich machen wollte, weil die Sachen ja vermehrt gesammelt hatten, ich gar nicht. Jetzt sammle ich es auch, jetzt gebe ich ihn nicht mehr her. Und zwar habe ich hier den Grummel Grieskram, den Bösewicht der Regina Regenbogen Serie, nenne ich es mal. Der ist, glaube ich, ein bisschen seltener, einfach aus dem Grund, weil die Kinder früher natürlich eher nicht den Bösewicht haben wollten, sondern die wollten die Regina-Puppen haben. Deswegen, glaube ich, kommt er nicht so häufig vor, sage ich mal. Umso schöner finde ich, dass er in der Sammlung ist. Auch der ist nicht ganz komplett. Ich meine, er hat hier so einen Stern auf der Brust und hat auch sonst so ein Säckchen, glaube ich, noch dabei. Er hat halt hier so Klett an der Hand. Das haben die ja alle, wo sie dann diese Mini-Sternwichtel oder ihre Accessoires quasi festhalten können. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schöner Zustand. Auch den habe ich vom Charles bekommen. Und dann habe ich noch bekommen, apropos Sternwichtel, ich habe hier einen gelben Sternwichtel bekommen. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Seht es mir nach, das hole ich noch nach, damit ich die Namen auch irgendwann aus dem FF kann. Aber auch hier wunderschöner Zustand, hat ja noch was ist es denn? Diesen Federschmuck, sage ich mal, noch auf. Finde ich sehr, sehr schön in Gelb, auch das Gesicht, kein Farbabrieb an der Nase und so. Ich habe da ja auch schon öfters mal auf eBay und sowas gesehen. Da sind die Nasen halt nicht mehr rot, sondern fast weiß wie das Gesicht und so weiter. Und noch bekommen habe ich einen weißen Sternwichtel mit einem Mützchen drauf an, wie der Nikolaus, der Heilige. Ja, ist auch weiß. Auch hier das Gesicht einwandfrei und er hat hier noch so ein, in der Mitte, guckt mal hier, so ein Aufhänger, sieht man das hier? Bin mir nicht sicher, ob das noch von der Fabrik ist, also ob die Figuren so damals in den Regalen gehangen haben oder ob der zur Figur dazugehört. Da könnt ihr mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ansonsten vielleicht nochmal hier, die Figuren sind von der zum Beispiel jetzt von 1984, da muss man sich mal vorstellen, ja, auch der wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Dafür ist das sage ich jetzt, das Fell, ja, in einem wunderschönen, rein weißen Zustand, das Gesicht auch, also richtig klasse. Und wie gesagt, diese Sachen hat der Charles mir auf dem Foto gezeigt und wir sind uns, wie gesagt, über den Preis einig geworden. Und als es dann ankam, hat er noch eine kleine Beigabe reingetan. Wahnsinn, ich finde es richtig toll. Und zwar hat er einmal einen Ottifanten Duplo-Sticker mit reingelegt, ja, der ist noch nicht geklebt, und einen vom Dschungelbuch 2, ich glaube, so rum ist es genau, das fetzt. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Vom Duplo auch, ja, 2 Aufkleber reingelegt. Dann hat er mir, das fand ich der Wahnsinn und ich habe mich da auch tausendmal bedankt gefühlt. Ja, und er sagte, oh, ist doch nur eine Kleinigkeit. Hat er gern gemacht und ich sage, also für mich, das ist keine Kleinigkeit, ja, wenn man jemandem einfach was schenkt, weil man demjenigen eine Freude machen will, das macht Community aus. Und er hat mir von Monster in My Pocket einen Satz Trading Cards original verpackt reingelegt, ja, also eine Tüte Karten, Collectible Trading Card Series 1 Limited Edition. Ja, finde ich richtig cool. Die sind von 1991, müsste das sein, wenn ich es richtig sehe. Ja, und die sind noch sealed. Ja, werde ich auch natürlich nicht auspacken. Ja, die bleiben so in der Sammlung. Die kommen in meine Sammlung rein als Erinnerungsstück an diesen tollen Deal.
Und das war noch nicht alles. Monster in My Pocket Trading Cards. Und was passt da besser dazu als noch ein paar Monster in My Pockets? Auch die hat er mir einfach so kostenfrei reingelegt. Diesen orangenen hier. Auch hier kann ich leider jetzt keinen Namen benennen. Ich blende größere Bilder ein. Vielleicht sieht man es dann das Detail, die Details ein bisschen besser. Dann hier diesen geflügelten Schlangendrachen oder was auch immer man sagen mag, wie der heißt. Und einen, ich glaube Dr. Jekyll könnte das hier sein, oder ist es Mr. Hyde, man weiß es nicht, in Neongelb. Die Farben waren ja schon immer so genial von diesen Figürchen. Ja, ich hatte früher auch so ein paar gehabt, die ich irgendwie so nebenbei immer mal bekommen habe, sei es mal in der Schule irgendwie von einem Kumpel, der dann mal was verteilt hat oder so, ja, oder seine dann halt getauscht hat, und da war irgendwas, den wollte er nicht mehr. Ich habe 3, 4, 5 gehabt und jetzt habe ich durch den Charles wieder 3 Stück. Ich habe keine aktuell mehr in der Sammlung gehabt, das heißt 3 Stück von denen. Auch die bekommen einen sehr, sehr schönen Platz bei meinen Figuren und ja, das war in dem Paket drin. Also wie gesagt, ich finde es Wahnsinn, was diese Community alles so möglich macht. Ja Leute, das waren die Sachen, die ich zuletzt über euch, über die Community bekommen habe. Ich möchte mich hier nochmal wirklich bei euch, bei allen da draußen bedanken. Wie gesagt, ohne euch, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hier weitergemacht hätte, diesen YouTube-Kanal so mit Freude machen würde, wenn nicht so die Resonanz eurerseits da ist, wenn ihr so toll mitmacht, wenn ihr jedes Mal meine Videos liked, kommentiert, ja, den Austausch sucht. Ich finde das so klasse, das macht so viel Spaß. Ja, es ist kein Ende in Sicht, es geht immer weiter. Ja, ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben. Ich habe demnächst wieder ein paar Sachen, die ich aus diversen Shops bekommen habe. Ich habe vom Christian von Z-Toys, auch hier Grüße an dich, richtig tolle Sachen bekommen, die ich demnächst vorstellen möchte. Ich habe bei der Pfalz Connection beim Jens Rahause, auch an dich schöne Grüße Jens, tolle Sachen bekommen. Einmal über eine Facebook-Sale und einmal haben wir so privat geschrieben, hat er mir was angeboten und so geht es eigentlich immer weiter. Ja, ich finde es total klasse, es macht so viel Spaß. Und auch deswegen nochmal ein kurzer Ausblick jetzt. Gibt es schon am kommenden Dienstag wieder einen Livestream. Wir setzen unsere Livestream-Reihe fort. Wir, damit meine ich den Stefan, Zodax Zeittresor und mich. Ja, wir haben einen Monat jetzt pausiert mit unserer Reihe, da wir einfach keinen Termin gefunden haben. Der Monat war so schnell rum, der September. Ja, aber jetzt im Oktober holen wir es nach. Nächste Woche Dienstag, der 24.10., 20 Uhr abends, ja, gibt es quasi Spaß am Dienstag. Wir gehen wieder zurück in unsere Kindheit der teilweise sogar 70er Jahre, aber natürlich hauptsächlich 80er Jahre, ein Stück weit auch 90er, denn wir sprechen über Retro-Gaming, über Vintage-Gaming, über unsere ersten Videospiele, über Videospielkonsolen. Wer hatte welche Konsole, wer hat welche Spiele gesuchtet, ja, Top-Spiele, Flop-Spiele, was haben wir für Erinnerungen an das Spielen in der Kindheit. All das werden wir näher in 2 Stunden, wir peilen wie immer 2 Stunden an, in 2 Stunden beleuchten. Ja Leute, also der Stream ist schon startklar auf meinem Kanal. Ihr könnt ihn schon anklicken, ihr könnt euch da eine Erinnerung einrichten, dass ihr informiert werdet, sobald am Dienstag das Ganze online geht. Dann vergesst ihr es auch nicht. Ja, wenn ihr dabei sein möchtet, würde mich sehr freuen. Wir freuen uns vor allem auch wieder auf eure Interaktion in dem Chat. Ja, wir möchten auch natürlich von euch wissen, was habt ihr für Spiele gespielt, was waren eure ersten Erfahrungen mit Konsolenspielen, vielleicht mit dem ersten Personal Computer nenne ich es mal. Ja. Stellt uns wieder Fragen und ja, ich freue mich auf eine geile Zeit. Dienstagabend, 24.10., 20 Uhr. Das soll es gewesen sein, Leute. Bleibt mir treu, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im Livestream oder und. Macht's gut, euer Retro Rauner.